Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video von uns hier in Rosenheim. Wir haben hier einen wunderschönen und sehr, sehr seltenen Mercedes 300 SE Cabriolet stehen. 300 SE deshalb, das war das Spitzenprodukt von Mercedes in den 60er Jahren, mal vom Mercedes 600 abgesehen. Der hatte den meisten Chrom, der hatte die stärkste Maschine bis 1967 gebaut, also bis zu dieser Zeit. Später gab es dann den 3,5 Liter. Und das Auto hat Details, was die Flachkühler später nicht mehr hatten. Also losgegangen ist das mal hier mit diesem 300er Chrom, der extrem aufwendig war und sehr, sehr teuer. Auch das hier ist der originale 300er Chrom, das haben nur die 300er Mercedes gehabt. Viele 280 SE und 250 SE-Fahrer haben sich das seinerzeit gerne dran gemacht, ist aber nicht original gewesen. Was an unserem Auto so außergewöhnlich ist, das ist, dass der Wagen immer noch in erster deutscher Hand ist. Ich zeige euch das mal ganz kurz, schaut euch das mal an. Das ist der originale Pappdeckelbrief, ein Eintrag, ist in Familienbesitz bis heute, ist ein deutsches Originalfahrzeug. Der Sohn, der das Auto jetzt für seine Eltern verkauft, war bei Auslieferung 1966 im Werk dabei. Wenn ihr mal in den Wagen hineinsieht, der hat dieses türkisfarbene originale Leder. Das ist nirgends gerissen oder kaputt. Ich habe nur da vorne gesehen, da geht eine Naht auf. Aber das ist immer noch in einem tollen Zustand. Der riecht auch so schön. Und man hat diesen Wagen damals sogar, das zeige ich euch später nochmal genauer, mit Wurzelholz ausgestattet. Und das Wurzelholz ist im schönen Zustand. Das ist zwar so ein kleines bisschen stumpf, der Decklack, aber wenn man das ganz fein vorsichtig abzieht und dann wieder neu per Decklack lackiert, dann hat man ein ganz tolles, originales, unzerstörtes Wurzelholzarmatur mit. Der ist nirgends gerissen. Oft ist das ja so gewesen bei diesen Autos, wenn die hier vorne Feuchtigkeit hatten an den Ecken, dann ist das Holz kaputt gegangen. Das ist immer noch in einem Top-Zustand. Und das gilt auch hier für den gesamten Fensterrahmen bei diesem Auto. Der ist ja auch aus Wurzelholz. Es ist nirgends was kaputt an dem Wagen. Vielleicht mal ein bisschen zur Technik. Der Wagen hat eine 6-Zylinder-Maschine, leistet 170 PS, ist damit gut und gerne 200 Stundenkilometer schnell gewesen. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich mache mal vorne den Motor auf. Denn der Motor, der hat noch andere außergewöhnliche Leckerbissen gehabt seinerzeit. Das war ein Aluminiummotor, der sehr, sehr teuer war. Wenn die Maschine kaputt gegangen ist, hat das ein Vermögen gekostet. Dieser Wagen hat eine Austauschmaschine, die hat jetzt 100.000 Kilometer gelaufen. Der Gesamtkilometerstand ist 180.000 und wir haben das eben gerade probiert. Die Maschine springt auf Schlag an. Also man sieht auch, da ist immer dran gearbeitet worden, ist alles tipptopp in Ordnung. Und was das Aufwendige außerdem ist beim 300 SE, er hat eine Luftfederung. Das Auto hat eine Luftfederung. Hier ist der Kompressor hier vorne. Klimaanlage hat unser Auto nicht. Das haben meist bloß die Amerikaner gehabt. Er hat das nicht. Aber beim deutschen Auto brauchen wir eigentlich auch keine Klimaanlage. Was ich sehr, sehr schön finde bei dem Auto, er hat die Talbootspiegel. Die sind auch als extra vermerkt worden. Die waren sehr, sehr teuer, die Talbootspiegel links und rechts. Und wenn ihr mal schaut, so als kleines Detail auch hier, der hatte seinerzeit verchromte Scheibenwischer. Das haben die ganzen Nachfolgerfahrzeuge alle nicht mehr gehabt. Dann hat man billigeres Material genommen. Man kann auch hier nochmal, wenn man durch die Scheibe guckt, dieses wunderschöne originale Wurzelholz sehen. Das ist höchstwertig und das ist nicht zerstört bei dem Auto, auch der Chromspiegel nicht. Also das macht eigentlich diesen Wagen aus, dass der gesamte Chrom an dem Wagen, die ganzen Materialien, die seinerzeit verwendet wurden, wie auch die originalen Sonnenblenden, erstes Leder, immer noch in einem guten Zustand sind. Das Leder ist in einem tollen Zustand, die Technik ist gemacht worden. Also, wie gesagt, ich hatte euch erwähnt, hier hat er einen kleinen Riss im Leder. Das ist aber nicht das Leder kaputt, das ist die Naht kaputt gegangen. Das kann man ganz einfach nähen und ist das wieder in Ordnung. Die gesamten Ledersitze sind in einem hervorragenden Zustand. Und was noch selten ist bei so einem Auto, wenn man dort mal hineinschaut, er hat die ersten Teppichböden. Das Auto hat immer noch den ersten Teppichboden, den müsste man vielleicht mal reinigen, aber der ist nicht kaputt, der hat immer noch seine schöne blaue Farbe. Also das ist sehr, sehr selten. Es ist ein sogenannter Hochkühler, das heißt, die gesamte Front des Fahrzeuges ist ja ab September 1969 anders gestaltet worden für den amerikanischen Markt, das hieß dann Flachkühler. Das hier ist noch ein Hochkühler, der sehr viel majestätischer und schöner daherkommt. Hier hat er das originale weiße Lenkrad, kann man hier auf der Bestellung auch sehen, das ist also damals bestellt worden. Hier ist die Heizung. Oft ein Problem, dass die Hebelchen schwer gehen, tut er nicht. Funktioniert wunderbar. Auch hier der gesamte Chrom, das ist alles in einem tollen Zustand. Hier ist der Aschenbecher, der ist schon mal benutzt worden, da ist Asche drin, ist nicht geleert worden, kommt wahrscheinlich von 1971. Hier ist die
Betriebsanleitung drin im Armaturenbrett, im Handschuhfach. Aber auch das, schaut euch das mal an. Das ganze originale Holz, alles noch tipptopp vorhanden. Was haben wir hier? Haben wir die Betriebsanleitung vom 300 SE, die Originale. Das ist die Allianz-Versicherung, wo er versichert war, die ganzen TÜV-Berichte. Dann haben wir hier vorne des Weiteren im Scheckheft Kundendienstheft. Ich denke, das ist für die neue Maschine gewesen. Also es ist alles abgestempelt bei dem Auto. Blaupunktradio, das hatte hier drin das originale Blaupunktradio, Keinberger, Mexiko, Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin, Kundendienstheft. Wie gesagt, das ist immer bei Mercedes gewesen. Und das Interessante ist, er hat einen neuen Motor bekommen, der hat jetzt 100.000 gelaufen. Und das, was ich gehört habe, ich habe ihn ja auch schon gefahren, als er in Beuerberg stand. Wir haben ihn jetzt hier nach Rosenheim geholt. Also er fährt sich sehr schön. Die Maschine springt auf Schlag an. Die Luftfederung hält die Luft. Das ist ja ein Problem, dass wenn die Luftfederung nicht mehr in einem guten Zustand ist, dann sackt die zusammen. Das sind dann so die Autos, die dann auf dem Bauch liegen. Das ist hier nicht der Fall. Die hält die Luft. Also das Auto ist technisch, was ich bisher festgestellt habe, soweit wir das auch erzählt bekommen haben und selbst festgestellt haben, in einem sehr, sehr guten Zustand. Und das Auto kostet ja deutlich unter 200.000 Euro. Der liegt so um die 170.000. Und dafür ist das ein ganz, ganz spannendes Fahrzeug. Das ist immerhin ein 300 SE, kein 280er. Und das Leder, das hat alles noch den alten Charme hier drin. Schaut euch das mal an. Da sind die Pfeifen auch nicht platt gesessen. Das ist nirgends gerissen. Das bedeutet, der Wagen ist immer in der Garage gehalten worden. Der ist nur wenig in der Sonne gewesen. Und das ist das Auto der Chefin gewesen. Das hat mir der Eigentümer erzählt, das war das Auto seiner Mutter. Das heißt, das ist immer von einer Dame gefahren worden, Leben lang, bis sie halt dann verstorben ist. Und dann er selber hat das Auto jetzt nicht mehr sehr lange gehabt. Sie hat ein Leben lang ihr Fahrzeug gefahren und hat das entsprechend immer gepflegt. Das spürt man, dass der gepflegt wurde. Was mir aufgefallen ist, der Wagen hat mal einen neuen Lack bekommen. Was aber wichtig ist, also die Farben, die ihr hier seht, das ist alles noch original. Der war weiß, der ist weiß ausgeliefert. Wir haben ja hier die ganzen Originaldokumente. Und das ist das erste Leder. Und das Leder ist auch nicht übermalt worden. Das ist alles noch im Originalzustand. Und das ist bei einem Auto, was mittlerweile 55 Jahre alt ist, ziemlich selten. Also das ist ein sehr seltenes 300 SE Cabrio in einem guten Zustand. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das ist nicht verfuscht, irgendwie drüber restauriert, wo weiß der Teufel, was alles mit gemacht wurde. Es ist ja oft der Fall, wo es dann heißt, ist in Ungarn gemacht worden oder ist in Polen gemacht worden. Man weiß nie so ganz genau, was da haben die da wirklich mit den Autos gemacht. Die kaufen dann 5 Cabrios, schmeißen die Teile alle zusammen, verchromen das alles neu und bauen es dann zusammen, wie es gerade auf dem Haufen liegt. Das ist hier nicht der Fall. Das Auto war immer bei Mercedes, immer in der gleichen Familie bewegt und gewartet worden. Und das ist ein Garant dafür, dass das wirklich ein gutes, bodenständig, historisch belegtes Auto ist. Ja, was habe ich hier noch? Ich habe hier den Pappdeckelbrief, ist auch ganz lustig. Ich habe hier noch die Quittung, wie das Auto bezahlt wurde, 1966 mit einer Summe von 35.355 Euro mit einer Anzahlung von 510 D-Mark. Also wie gesagt, wohlgemerkt D-Mark. So, hier sind die beiden Eintragungen, aber das ist nur wegen einmal umgezogen, einmal von Heilbronn, dann nach Böbling. Das ist die gleiche Besitzerin. Pappdeckelbrief, ein Eigentum. Hier vorne sieht man das. Ja, also das ist wirklich eine Rarität. Deutsches Originalfahrzeug ist was Seltenes. Und was mir aufgefallen ist, nein, noch ein paar Dinge zu den Details vielleicht erstmal vorab an dem Auto. Also er hat hier 4 elektrische Fensterheber. Das ist ja nicht üblich gewesen beim 280er oder beim 250er. Er hat diese schönen Details, er hat diese tollen Griffe noch. Bei den späteren Fahrzeugen war das alles nicht mehr so edel gemacht. Hier aus Chrom, die Luftdüsen, alles original. Das ist nirgends verrostet hier. Man kann das vielleicht mal ein bisschen besser aufarbeiten, aber es ist alles noch in einem guten Zustand. Auch die Instrumente, das ist hier der Drehzahlmesser. Rostfreie Chromringe, Chromeinfassung. Das ist die Holzbrille, damals sehr, sehr aufwendig gemacht. Ist nirgends gerissen, ist nirgends defekt. Also man kann das aufpolieren oder man schleift das mal vorsichtig ab und man gibt einen neuen Klarlack drüber. Dann hat man das ganze originale Holz, so wie es mal ausgeliefert wurde. Ja, das ist die Lenkradschaltung, die ist hier. Natürlich hat ein weißes Lenkrad nach 55 Jahren nicht mehr ganz die weiße Farbe, ist aber das Originale würde ich unbedingt lassen. Hier ist der Hupenring. Radio habe ich erklärt, Heizung ist hier vorne, originale VDU-Uhr, Aschenbecher, alles vorhanden und hier vorne war mal der Lautsprecher drin. Damals war ja noch nichts mit Stereoanlage 1966, da gab es dann halt eben einen Lautsprecher für das Radio, in dem Fall von der Firma Blaupunkt, das saß hier dann vorne. Ja, hier sind die Fensterchen, Ausstellfensterchen gibt es ja heute auch nicht mehr. Mal kurz zur Erklärung, das war eine tolle Geschichte, wenn ihr das richtig gedreht habt,
dann konntet ihr das so weit rumdrehen, dass der Wind euch hier ins Gesicht geblasen hat. Da habt ihr auch gar keine Klimaanlage mehr gebraucht. Das war überhaupt nicht nötig. Die sind später aus Sicherheitsgründen abgeschafft worden. Da konnten ja böse Jungs hier mit dem Draht rein und das Auto öffnen und kurz schließen und dann wegfahren damit. Das wollte man natürlich irgendwann nicht mehr. Das war immer dann sehr ärgerlich. Ja, im Übrigen ist ein 300 SE, Baureihe 111, ist was für 4 Sitze. Also man kann wirklich sagen, das ist ein vollwertiger 4 Sitze. Hier passen 2 erwachsene Leute bequem hin. Wenn man sich heute die Mercedes Cabrios anguckt, hat man diesen Platz nicht. Das Auto hat auch einen riesigen Kofferraum hinten. Das ist aber voller Teile, deswegen machen wir das jetzt nicht auf. Die haben jede Menge Teile da drin, die auch interessant sind für den Betrieb dieses Autos, haben wir alles mitbekommen. Ja, wie gesagt, was man vielleicht machen könnte, das wären Nackenrollen, die fehlen, die standen damals nicht drauf hier, die hat man sich nicht bestellt, aus Sicherheitsgründen vielleicht nicht verkehrt, wenn es dann doch mal einen Unfall gibt. Aber es ist ein vollwertiges, großes, viersitziges Reisecabrio. Also wirklich ein tolles Auto. Mir macht der Wagen Spaß. Erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, an meine Kindheit. Da fand ich das immer ganz toll, wenn man so ein Auto mal gesehen hat. Meine Eltern konnten sich das nicht leisten, so einen tollen Wagen. Das war damals das teuerste Oberklasse-Fahrzeug, was es gab. Es ist ja ein 300 SE, S für S-Klasse. Das gab es damals schon, 300 SE. Dann gab es nur noch das Modell 600. Das ist heute vergleichbar mit dem Maybach. Aber das war damals das teuerste, was man kaufen konnte. Und wie gesagt, D-Mark 35.000, das ist eine ganze Menge Geld gewesen. Also was auch für die Eingeweihten wichtig ist, die haben damals noch die zweiteiligen Radkappen gehabt, Chrom und in der Mitte den Deckel. Später gab es ja dann bloß noch die einteiligen Radkappen. Hier der originale, schwere 300er Chrom in einem guten Zustand. Der ist nirgends pickelig. Hier hat er die original dicken Stoßstangen, übrigens auch von hinten. Nebelleuchte war extra damals, musste man bezahlen. Und die Lichter zu der Zeit, das hat man erst 1969 geändert, die waren noch komplett rot. Dann gab es eine Veränderung und da musste man gesetzlich hier mal ein gelbes Licht haben für den Blinker und das Rot, das sind die originalen 300er Lampen. So gehören die, hat auch nichts mit Amerika zu tun. Das ist hier eine deutsche Erstauslieferung und das könnt ihr hier auch sehen. Übrigens gut zu erkennen, er hat eine Doppelrohrauspuffanlage, wie gesagt 6-Zylinder-Motor, 170 PS, 0 bis 100 in ungefähr 10 Sekunden. Spitze 200 Stundenkilometer war für ein Cabriolet aus der damaligen Zeit wirklich eine ganze Menge. Und was ich sehr schön finde, er hat noch die ganze originale Persenning. Das ist oft so, dass die total vertrocknet sind, dann reißen die, dann kriegt man sie gar nicht mehr drauf. Das hier ist eine hervorragend erhaltene Persenning. Übrigens, was mir aufgefallen ist, aber nur eine Kleinigkeit, hier vorne ist der Nupsi raus. Da muss man also einfach das wieder reinmachen, das ist ganz schnell machbar. Dann sind auch die Verschlüsse vom Originalverdeck wieder gut. Das ist also wirklich in einem hervorragenden Zustand. Wir zeigen euch jetzt mal, wie man so ein Verdeck schließt und wie es aussieht. Was ich also sehr schön finde bei dem Wagen, er befindet sich auch verdeckmäßig in einem sehr guten Zustand. So, tun wir das mal da rein. Schaut mal hier vorne ist so ein Haken, der muss geöffnet werden von beiden Seiten und dann greift man hier hinter und dann tun am besten zu zweit. Nee. Jetzt. So, das ist ein bisschen angestaubt. Das ist, meine ich, noch das Originalverdeck, übrigens sehr schick in dunkelblau. Passend also zur Innenausstattung. Jetzt zieht man das hier vorne fest, das kommt hier in die Zapfen, musst du nach links außen machen und dreht das zu. Dann kommen die Deckel mal ganz in die Ecke. Dann hat das Spannung, das Verdeck. Und das Auto sieht wirklich wunderschön original aus. Hat eine tolle Farbe, weiß-blaues, verdeckblaues Leder, finde ich sehr, sehr schick. Ist ein sehr feines und ein sehr edles Cabriolet. Hier vorne ist übrigens immer der Lufteinlass gewesen. Also wer da mal nach sich gewundert hat, wieso, das war ja klassisch für Mercedes vorne, so dieses schicke Design mit den beiden Linien auf der Motorhaube links und rechts, das war der Lufteinlass für die Heizung, für die Belüftung innen im Auto. Gibt es ja heute so auch nicht mehr. War aber ein schönes Designelement, hat das Auto am Ende sehr, sehr schick aussehen lassen. Tja, ach ja, übrigens, das Auto, das habe ich jetzt ganz vergessen, hat amerikanische Lampen. Das konnte man damals sich schon bestellen, das Sonderwunsch, das haben viele Leute sehr gut gefunden. Das haben die hier damals gemacht. Original gewesen sind ja die großen Lampen aus einem Teil, wie bei der Flosse. Die haben sich für sehr viel Geld damals die amerikanischen Lichter drauf machen lassen. Gab es auch in Deutschland eine Genehmigung für. Das hat er hier
und hat auch Nebelleuchten. Auch aus der Zeit die Nebelleuchten. Also eine sehr, sehr schöne Ausstattung. Und wenn man sich das Auto anguckt, also das macht eigentlich ob Dach auf oder Dach unten immer eine schöne Figur. Ich finde, dass das Auto wirklich schick aussieht. Gerade so mit den beiden Talbot-Spiegeln vorne, mit dem schönen 300er Chrom, den andere ja nicht hatten. Das ist auch nicht dieser breite Chrom um die Radausläufe, das sieht da teilweise ein bisschen prollig aus. So gehört das. Und ein originaler 300er Chrom, der ist sehr, sehr teuer, der kostet sehr viel Geld. Der ist höchstwertig gearbeitet und hält ein Leben lang, wie man da sehen kann, ist seit 1966 in dem Zustand. Jetzt ist leider hier der Pfosten davor. Das ist hier bei uns nicht anders möglich zu filmen, aber ihr seht, dass das ein ganz edles, ein ganz feines Fahrzeug ist. Also liebe Freunde, ich hoffe, ich habe euch alles erzählt, zumindest was ich weiß. Wenn ihr Fragen habt, ruft mich gerne an. Ich freue mich auf unseren nächsten Dreh. Wir können leider nicht jeden Dreh immer draußen machen. Wir versuchen das so oft zu tun, das ist aber auch sehr, sehr zeitaufwendig. Aber die überwiegenden Filme machen wir ja außen. Also ich freue mich bis auf nächstes Mal, da könnt ihr wieder mitfahren. Euer Stefan Luftschütz, alles Gute, bleibt gesund, bis demnächst. Ciao.